Herr Glönkler, Sie erlebten vor einigen Jahren bei einer schweren Operation eine Nahtoderfahrung. Was war die Vorgeschichte? Wie kam das? Die Operation war im Jahr 2014. Ich war damals 60 Jahre alt. Die Vorgeschichte war am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt hat sich ein Thrombus in meinem Körper gebildet, 21 Zentimeter lang, und hat sich in eine Herzkammer verirrt. Und die musste notfallmäßig in einer Operation entfernt werden in der Herzklinik in Konstanz. Diese Operation dauerte zunächst einmal 4 Stunden. Einige Umstände haben dazu geführt, dass sich daran eine 3-stündige Nachoperation anschloss. Ich wurde an eine Herz-Lungen-Maschine angehängt. Das heißt, ich war nicht mehr von meinem eigenen Herzen abhängig, sondern wurde von der Maschine gelebt, gewissermaßen. Und in dieser Zeit fand ich mich dann plötzlich auf einem Feld wieder mit vielen anderen in einer langen Reihe. Einer hinter dem anderen sind wir über ein Feld marschiert. Wie sahen diese aus? Ich habe keine Gesichter vor Augen, aber für mich war es offensichtlich Personen. Es könnten auch, ich sag's einfach mal, Seelenwesen gewesen sein. Ja? Körperlose vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Sie hatten einen Umriss. Ich sah die als Personen, ja. Richtig. Aber wie gesagt, in einer langen Reihe, einer hinter dem anderen, und ich war mittendrin irgendwo. Die ganze Situation war für mich sehr anstrengend. Es war qualvoll, denn es ist immer heißer geworden. Und ich hatte wirkliche Qualen, ich sag's noch einmal, die ich glaubte nicht mehr aushalten zu können, und ich wollte sterben. Was waren das für Qualen? Hatten Sie Schmerzen? Nein, einfach ein Hitzeempfinden und ein totales Unwohlsein, das mich dazu verleitete, sagen zu wollen, ich möchte sterben. Aber irgendwas hat mich daran gehindert. Ich konnte diesen Satz nicht formulieren. Und so ist man halt weitergegangen. Und im Laufe der Zeit verschwanden allerdings die Leidensgenossen. Und ich war gewissermaßen allein und habe dann plötzlich wieder reden können. Ich konnte den Satz formulieren: Warum ist es denn so heiß? Eine Stimme am Wegesrand hat mir geantwortet: Damit du nicht erstickst, lauf weiter. Und daraufhin war ich plötzlich mit einem Wegbegleiter zusammen und wir gingen durch einen Garten auf ein Gartentor zu. Das Gartentor war gewissermaßen von einem Rundbogen, der mit Blumen begrenzt war, geformt. Der Wegbegleiter nahm mich in den Arm und wies mich an, durch das Tor zu gehen und hinter dem Tor nach rechts den Weg weiterzugehen. Gut. Nachdem ich durch das Tor durch war, ließ plötzlich die Hitze nach und ich fühlte mich wesentlich besser. Es hat also nach dem Durchgang durch dieses Tor ein körperliches Besserungsempfinden stattgefunden. Das war eigentlich schon so ziemlich alles, was ich aus dieser Zeit als Erfahrung weitergeben kann. Ja. Ich komme noch einmal zurück zu diesem Punkt, als Sie
in der Reihe mit anderen Wesen einen Weg gingen, haben Sie Erinnerung an die Umgebung? Ich habe nur die Erinnerung an eine flache Ebene, über die wir geschritten sind. Keine Umgebung, also sag jetzt mal keine Berge oder Pflanzen oder Bäume. Die ersten Pflanzen, die ich dann gesehen habe, war in dem Garten, und zwar an dem Bogen, der war mit Blumen begrenzt. Und das war dann das Erste, was ich jetzt anders gesehen habe, als diese Ebene, durch die wir geschritten sind. Und haben Sie noch Erinnerungen an diesen Begleiter? Nein, auch nicht. Ich habe ihn auch nur als Körper da in Erinnerung, aber ein Gesicht oder eine Größe oder Kleidung oder sowas konnte ich leider nicht feststellen oder habe mich nicht erinnert. Und an sich selbst sahen Sie eine Kleidung oder nicht? Oder haben Sie keine Erinnerung daran? Auch nicht. Ich wusste nur, dass ich das bin. Es war mir bewusst, ich bin da, erstens in der Mitte dieser vielen Leute, in der Reihe, und später dann war ich es, der von diesem Wegbegleiter hinausgeführt wurde. Haben Sie noch Erinnerung an die Stimme? War diese männlich oder weiblich? Ich glaube eher männlich. Wie haben Sie die Rückkehr erlebt in den Körper oder in das Bewusstsein? Eigentlich gar nicht bewusst erlebt. Ich habe auch den Übergang in diese Personenreihe nicht erlebt. Ich war plötzlich mittendrin. Gewissermaßen aus der Vogelschau habe ich die vielen Leute gesehen und mich mittendrin. Und nachher in dem Garten habe ich mich bewusst als Beobachtender gesehen, zusammen mit dem Wegbegleiter. Und ich habe das schon mal meinen Kollegen erzählt, wenn ein Fußballspieler eingewechselt wird. Da steht der Trainer am Wegesrand und hält ihn im Arm und erzählt ihm, was er tun muss. Und genau so war es bei mir. Ich hatte das Gefühl, er wechselt mich wieder ins Leben ein. Ja. Das entscheidende Ereignis für mich war, dass ich nicht sagen konnte, ich möchte sterben. Ich habe später dann viel darüber nachgedacht. Und als es darum ging, zu fragen, warum ist es so heiß, da hat meine Stimme wieder funktioniert. Auch der mir am Wegrand dann gesagt hat, damit du nicht erstickst, das war ganz sicher eine männliche Stimme. Haben Sie von diesem Garten noch andere Erinnerungen als dieses blumenbekränzte Tor? Nicht bewusst, nein. Ja. Ich wollte nur sagen, für mich war es klar, es ist ein Garten, weil ich auf dieses Tor, auf ein Gartentor zugegangen bin. Na, solche halbrunden Bögen, die sind ja oftmals eben Gartentore. Deshalb komme ich aus einem Garten gewissermaßen auf eine Straße, auf einen Weg hinaus. Herr Glöckler, wenn Sie jetzt an Ihre Erfahrung zurückdenken, haben Sie sich auch Gedanken gemacht, was für eine Bedeutung dass diese Erfahrung hat, welche Symbolik das darin ist? Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über die Tatsache, dass ich wieder ins Leben zurückgeschickt wurde, gewissermaßen. Für mich war viele Nächte oder viele Stunden habe ich darüber nachgedacht, warum darf ich da, wieso
darf ich da wieder raus? Warum darf ich weiterleben? Habe ich eine besondere Aufgabe zu erfüllen? Das war für mich in, wie gesagt, vielen Stunden ein Zeitraum des Überlegens. Das war das eine. Sonst hat sich dieses Erlebnis nicht sonderlich auf mein Leben ausgewirkt. Also ich lebe nach wie vor so, wie ich es vor diesem Ereignis getan habe. Aber es sind doch eben Dinge passiert, die mich zum Nachdenken gezwungen haben. Zum Beispiel auch die Aussage, ich soll nach rechts gehen. Was bedeutet das? Hat derjenige, der mich da gesandt hat, hat er gemeint, ich soll den rechten, also den richtigen Weg gehen? Oder was steckt dahinter? Das habe ich bisher noch nicht ergründen können. Ja. Hat sich Ihr Weltbild aufgrund dieser Erfahrung etwas verändert? Also mein Weltbild wohl nicht sonderlich. Ich kannte ja die Situation, zwar nicht aus Erfahrungen, sondern aus Erzählungen oder aus Überlieferungen oder eben aus, ja, wie soll man sagen, Erlerntem, dass es vielleicht, wahrscheinlich ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Stadium ich war. War ich bereits tot oder war ich auf dem Weg in einen todesartigen Zustand oder was auch immer. Ja? Es hat sich aber in diesem Fall für mich natürlich bestätigt, dass es, so empfinde ich das, höchstwahrscheinlich ein Leben nach dem irdischen Leben geben muss. Ja, denn sonst wäre es ja nicht sinnvoll gewesen, hier zum Beispiel über das Feld zu gehen, was ich erlebt habe. So war meine Vorstellung oder ist meine Vorstellung. Herr Glönkler, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.